schnell. Was ist das denn da? That hutch holds a life's worth of knick-knack. Es ist einfach nichts. Was haben wir denn jetzt hier im Inventar? Aha, ein Stift. Schön. Und sonst? Kundenkarte, Antrag. A pre-approved electronic shop credit card application addressed to the previous occupant. Just needs to be signed, stamped and mailed. Ja, das würde sich doch machen lassen. Also wir haben einen Stift, wir haben eine Briefmarke. Was haben wir denn sonst noch? Was? Zur Neueröffnung großes Sonderangebot. Morgen früh um 9 Uhr öffnet der Elektronikladen wieder seine Türen mit der besten Auswahl an Sonderangeboten. Zu denen gehören Faxmaschinen, Fernbedienungen, Spielzeuge, Stereoanlagen, üblicher Krimskrams und noch viel, viel mehr. Überzeugen Sie sich selbst von den unglaublichen Preisen unserer Reihe von Angeboten. Vergessen Sie Ihre Kreditkarte nicht und nehmen Sie sich für morgen nichts vor. Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Je ein Produkt auf Lager. Diese Produkte sind natürlich nicht reduziert. Kein Bargeld, bitte Kreditkarte am Eingang erforderlich. Geschenkgutscheine über eine kosmetische Gratisoperation, Nase, Kinn und so weiter, überreicht von der Klinik, das wahre Ich, ein neues Ich in 30 Minuten. Ach, das ist doch nett. Ja, dann benutze Brief... Nee, warte mal. Benutze Stift mit Kundenkartenantrag. Ah, nee, kombiniere, ne? Kombiniere Stift mit Kundenantrag. Und dann Briefmarke damit. Ja, das sieht doch jetzt schon ganz gut aus, oder? Prüfen? I need to run this thing down to the auto postbox on the street. Ja, schön. Dann hätten wir das doch schon mal. Dann hätten wir eine Kreditkarte und damit kommen wir bestimmt dann in diesen Elektronikladen rein, der morgen aufmacht. Oder heute? Oh, gehen wir mal raus. Schauen wir uns mal draußen um. The air outside feels thick, like I'm breathing through a pair of dirty gym socks. It's a high radiation day. Most everyone will be staying inside, but I need to hunt for some work. I always like to start the day with the traditional PI breakfast. That hits the spot. Ach ja. So. Schön. Ja, willkommen in San Francisco 2040. Und auf einer Feuertreppe, okay. Ja, die Steuerung. An die Steuerung muss ich mich noch so ein bisschen gewöhnen. Ist nicht ganz so einfach wie in Gabriel Knight 3. Das war unser Speeder. My trusty 31 Lightning Bolt Speeder. I still regret not getting the sunroof option. Ein Glasschiebedach ist doch egal, oder? Newsstand. Ah, da ist ein Briefkasten. Das heißt, wir könnten ja eigentlich direkt mal den Brief da einwerfen, den wir haben. Würde ja nur Sinn machen. Benutze das damit. The Postal Service has gotten much faster since the stamp price went to $10. I should get my credit card back tomorrow morning. Ja, das ist doch schön. Gut, hätten wir das erledigt, dann würde ich sagen, schauen wir mal hier in die Parkuhren rein, ob wir ein bisschen Kleingeld kriegen. I like to stand by these, waiting for a glimpse of Rita. Was? Sagt mir jetzt gar nichts. Egal. Dann reden wir mal mit ihr hier. Hallo. Chelsea's a hot little number.
I hear she's a mutant, but it doesn't show. The only weird thing about her is she won't go out with me. Ja gut, das muss dann nicht unbedingt mit damit zu tun haben, dass sie Mutant ist. Also, oder komisch. Oh, die hat aber einen großen Mund. Chelsea Bando's the kind that could hold her own with anyone, but she has a way of turning my knees to jelly. She's a mutant just like everyone else in this part of town, but she's a real beauty. Well, hello, stranger. Charmant, aber neugierig. Tell me, gorgeous, has the new True Detective come in yet? Yeah, but you gotta pay for it this time. Hey, when you finish a magazine, it is in no condition to sell. Oh. Sure. Kick me when I'm down. You think it's fun being broke? Well, you know, Tex, there just might be a job for you. Have you heard that Rook's place got robbed? Aha, das ist doch mal interessant. Keine Ahnung, aber interessiert. Kein Interesse, schon am Ball. Keine Ahnung, aber interessiert. No, I didn't. What do you know about it? Ach so. Werbezettel? Nee. Frage nach. Ach so. Rookaner. Rook acts like a tough guy, but he's a softie. Just don't tell him that to his face. Oh, you know me, Tex. I'm just making ends meet. I love Louis, but his friendliness doesn't fool me. He's a sharp one. He knows everything that's going on in this neighborhood. Okay. Ja, gut. Franny's a live wire. Either she or Sal is going to do time for killing the other one. I have never seen a couple fight like they do. Sal's a handful. He's a nice guy, but I don't know, I feel kind of naked when he gives me the eye. Immer wenn ich die mehrmals anspreche, sagt die jedes Mal das Gleiche oder kommen dann neue Dialoge? Sal's a handful. Nee, okay. Gut. Luckily, Ardo seems to like me. I mean, if I were on his bad side, I'd be tempted to relocate. He could crush a Subaru with one hand. Wish I could help you there, Tex. Schade, schade, schade. Ja, was ist denn mit dem Einbruch? Yeah, you know, I remember Rook told me about the burglary. You know, I remember a stranger hanging around the past couple of days. It might be a dead end, but I seem to remember that the guy had these bright green eyes and a tattoo of an anchor on his arm. Ah, das könnte wichtig sein. Moment, das schreibe ich mir am besten mal auf. Warte mal. The Killing Moon, Rooks Fall. Also, was haben wir? Leuchtend grüne Augen. Leuchtend grüne Augen. Und einen eintätowierten Anker. Vierte. Okay. Heißt das jetzt, weil sie auf ihren rechten Arm zeigt, dass der auf dem rechten Arm ist, oder? Ah, egal. Tätowierte Anker auf dem Arm. Gut, dann haben wir unsere ersten 2 Hinweise für den Verdächtigen schon mal. Ja, ich glaube, das war's erstmal, oder? Fragen nach. Kann ich noch irgendwas? Gegenstände? Werbezettel? Kann ich ihr das irgendwie zeigen, die Sachen? Nee. Na, das geht. Egal. Ende und. Warte, was ist das? So, Inhaltsverzeichnis, okay. Nö, dann. Ende. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu dem Rook. Ah ja, da sehen wir ihn schon.
Gate Hotel, okay. Ups. Rook Garner runs this pawn shop. Rook Garner runs this pawn shop. He's a crusty old World War III vet with a face like a raisin and a tongue like a butcher's cleaver. What do you want, Murphy? Ja, ich hab gehört, du hast da Konversation. Ja, ich hab gehört wegen dem Fall, ne? How you doing, Rook? I'm not in the mood for small talk. Gut, dann nicht. Ernst, aber sarkastisch. Einfach nur sarkastisch ernst. Nö, dann ernst, aber sarkastisch. Well, then by all means, let's discuss a serious topic. Breaking, entering, and robbery serious enough for you, Murphy? Yep. Last night someone broke into my pawn shop. I don't usually have anything of great value, but yesterday I gave out a fair amount of cash for an extremely valuable diamond bracelet. Ah. How I'm much a is a fair professional. amount of cash? In this case, $8,000. Okay. Neugierig. I didn't know you kept that much cash. I don't usually, but I sold a few things earlier, so I had just over $8,000. The bracelet was pawned by a young girl named Emma Nimpton. She said she hated to hawk a family heirloom, but had no choice. She said she would reclaim the bracelet in a month. Well, since the bracelet was worth 10 times the $8,000 I loaned her, it was a good deal for me. Das ist aber auch schon ein bisschen verdächtig, oder? Also, er hat ja gesagt, es wird nicht viel bei ihm eingebrochen, aber gerade gestern, wo er dieses wertvolle Armband da gekauft hat, wird bei ihm eingebrochen. Und dieses Armband, das ist das 10-fache, also $80.000 wert, und sie hat nur 8.000 verlangt. Da stimmt doch was nicht. Oder? Warum sollte man das machen? Na gut. Auf der Suche nach Fakten. Did you get any other information from this Emma Nimpton? She left a phone number. I called her this morning, but the line is disconnected. Ah, ja, die hängt doch da mit drin. Auffällig nachforschend, unauffällig neugierig. Nö, auf Arbeitssuche sind wir. Sounds like my vast experience as a PI could come in handy. Yeah, it couldn't hurt. The police are no help. A mutant is on his own when he gets robbed in this town. I'd appreciate your help. I'm not a rich man, but if you find the bracelet, I'll owe you a few favors, which could come in handy. Come back here and I'll show you where they broke in. Rook takes me out back and shows me where the burglar broke in. The back window is busted out and the latch is ripped. It's a sloppy job. As I start my investigation, I'm looking for information to enter into my crime-link computer back at the office. One thing's for sure, Emma Nimpton won't be one of the suspects' names. Every PI worth his salt knows that's not my name spelled backwards. Ach. Emma Nimpton. Oh. Okay. Ja, gut. Aber das Rook dann... Ja, okay, da kommt man nicht so schnell drauf, das stimmt schon. Na gut. Was haben wir denn hier alles Schönes? Oh. Na gut, I wonder suchen what wir all mal. these garbage cans are doing around here. Maybe Rook is running a low-rent hostel. I don't usually enjoy piles of garbage, but they do add a lot of character to this alley. An empty bottle of evanescent spring water. For those with a higher class of thirst. Like Rook always says, you can cut corners here and there, but there's nothing like a quality garbage can. Was haben wir denn hier? Looks like a key of some kind.
Ja, aber was für ein? Prüfen. Keine Beschreibung, nichts drauf, okay. Like Rook always says, you... Ja, das kennen wir. An empty bottle of evanescent. Whoever uses these disgusting piles of trash. Na gut, also hier sind sie rein, ja? Obviously, the window was broken from the outside. Mhm. Ja. Okay, und da... Oh, da ist ein Fußabdruck. Der hat kein Alarmsystem. Looks like a shoe print is outlined in that sticky pool of something resembling chocolate. Footprints about a size 14. Okay, das sollte ich mir aufschreiben. Schuhgröße. Schuhgröße 14. Okay, haben wir den nächsten Hinweis. Sehr schön. Ein Glück lag da Schokolade am Boden. Wo ich mir echt nicht sicher bin, ob das wirklich Schokolade ist oder nur ein Synonym für was anderes. Man weiß es nicht. Was ist hier? The baby rum wrapper looks like it was left recently. Yep, still warm. Da hinten? Was ist das? Ein Ball? It's one of those basketballs they used to give away at Weenie World. 10 seconds left. Down by 1. Murphy has the ball. He fakes. He drives. It's a 360. Au. He's foul. Das tat weh. Armer Murphy. Whoever uses these garbage cans is either a terrible shot or is saving them for that special piece of trash. Whatever's on the other end of this power box must be out of commission. The gauge is as dead as my love life. The empty bottles of chocolate syrup lying all around this alley all look like they've been licked clean. Merkwürdig, oder? Was ist das? Every time I see yellow-gray water oozing out of a gutter, I just can't help but thirst for a cup of coffee from the brew and stew. Ja. Warum das wohl? Liegt da was am Boden oder ist das nichts? The texture of the pavement surface is a cross between a spilled Coke and sandstone. Nee. Na. Was liegt da vorne? Hier? Shard of glass must have come from that broken window. Now we're starting to get somewhere. Prüfen? Looks like whoever broke into Rook's window left one of his hairs behind. Aha. Apparently our burglar is a carrot top. Das sollte ich mir aufschreiben. Rote Haare. Rote Haare. So. Kriegen ja mal mehr Hinweise. Gut. Was ist das denn? The empty bottles of chocolate syrup lying all around this alley all look like they've been licked clean. Okay. Ups. Ja, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung üben. Das ist nicht die einfachste. Ich verstehe immer noch nicht, was das sein soll. The baby rum wrapper looks like it was left recently. Yep, still warm. Whoever uses these garbage cans is either a terrible shot or is saving them for that. Das kennen wir schon. Was haben wir hier? Ups. Das ist einfach nur
Eine Lampe, was ist das? Another billboard advertising cosmetic surgery. It's big business these days. Mutants with money will pay anything to look like norms. Ja, ist ja nicht anders wie heutzutage, ne? Mit der Diskriminierung und so. Da. Whoever uses these garbage cans is either a terrible shot or... Schon. Na gut. Hier liegt auch nur Müll. Ist das ein besonderer Müll? I don't usually enjoy piles of garbage, but they do add a lot of character to this alley. Ja, das stimmt allerdings. Kommen wir hier irgendwie hoch? Looks like someone's back door opens onto the fire escape. Mhm. Ja, aber ich würde mich ganz gern erst noch ein bisschen in der Gasse umschauen. Was ist das? Erstmal das. These are empty jumbo-sized cans of Camel's chunky chocolate soup. Ladensuppe. Wow, a recyclable paper can. Finally, a glimmer of ecological responsibility. I didn't know Rook cared. Altpapiertonne, okay. Öffnen. Was ist da drin? Nichts. Wow, a recycle... Okay. I wonder what all these garbage... Ja, hier sehe ich gerade keine Spur. Aber ich vermute ja mal, wenn, dann sind die sowieso aus dieser Richtung gekommen, weil da die Straße ist und hier ist ja einfach gar nichts. Also werden die wohl hier und dann da lang. Also sollte man hier nochmal ein bisschen gründlicher sein. Weil das ist nur der Müll. These disgusting... Was ist denn hiermit? Oh man, this dumpster smells like 20-year-old mayonnaise and I ought to know. Well, I'll be darned. Except for the filth and stench, the interior isn't much different than the average studio apartment. In fact, it's nicely furnished. Someone's been living here, and I wonder if he saw anything. Ach so. Nee, ich meine, du sollst es eigentlich öffnen. Da lebt jemand drin, ja? Das sieht jetzt aber nicht so eingerichtet aus. Also... Well, I'll be darned. Oh. Was haben wir denn hier? Whoa! This antique boombox worked. I bet it'd only play the Bee Gees. This old relic probably hasn't worked in years. Hey, there are batteries in here. Okay. Wollen wir mit denen was anfangen? Erstmal nicht, oder? Da ist nichts. Mal aufpassen, dass ich mich nicht zu schnell bewege. Das haben wir. Da ist auch nur noch Müll. Und hier auch, okay. Oh, I would love to see my ex-mother-in-law squeeze through there. Okay. Passen wir denn da durch? Oder nicht? Ach, bewegen. Okay. Ja, und jetzt sind wir wieder auf der Straße.